Was geht ab, Fighters? Willkommen zu einer neuen Runde. Heute zu einer Special Guest Runde. Denn wir haben heute einen Special Guest bei uns. Eigentlich muss ich ihn gar nicht beschreiben, erklären. Er ist ja bekanntlich bekannter als Kerem. So hat er es zumindest geäußert. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er ist ein Herz und eine Seele mit unserem Kerim Engizek. Darf ich euch vorstellen? Herzlich willkommen, Metin Engizek. Hey, Metin. Metin. Geht's? Alles klar, Leute? Schön, dass du da bist. Danke. Herzlich willkommen. Danke. Ja, und zu unserer Rechten haben wir unseren Middleweight Champion, den Bruder höchstpersönlich von Metin Engizek, unser Smash Brother. Herzlich willkommen, Kerim Engizek. Danke. Ja, schön, dass du da bist, Metin. Ja. Schön, dass Danke du die für die Einladung Einladung. angenommen hast. Wie ist das für dich, hier in dem Podcastraum zu sitzen? Auf jeden Fall krasser, als ich gedacht habe. Es ist sehr, sehr, cool. Und hätte ich nicht gedacht, dass es so geil aussieht hier. Wir haben echt Glück, dass du heute hier ist, ne? Weil der hatte so viele Anfragen von Joe Rogan auch und so, da hat er abgelehnt für unseren Smash Brothers Podcast. Also auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Nee, aber die Location gefällt mir auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Mein Name ist Maxim. Willkommen bei den Smash Brothers. Erstmal möchte ich mich bedanken für die ganzen Likes, für die ganzen Abonnenten, für alles, was ihr an Liebe für uns da lasst, für den ganzen Support. Auf jeden Fall weiterhin supporten, damit dieser Podcast wachsen kann und größer wird. Abonnieren, teilen, liken und auf allen Plattformen uns streamen. Wir sind auf ganz vielen Plattformen vertreten. So. Und zwar in der heutigen Folge sprechen wir nicht nur über den Käfig, die Kämpfe im Leben und auf der Straße, sondern auch um die tiefliegenden Themen. Und was es bedeutet, zusammen aufzuwachsen. Oft wird sie übersehen, aber sie ist einer der stärksten Bindungen im Leben. Die Bindung, die Beziehung zwischen den Brüdern. Denn sie sind nicht nur Brüder, sondern auch Kämpfer und beste Freunde und zeigen, was es heißt, durch dick und dünn zu gehen. Wir werden heute lachen, aber auch tiefgründige Themen bearbeiten. Ups und Downs, so wie es in der Beziehung ist. Pack gleich alles aus gegen dich. So wird es gleich sein. Ich pack alles aus gleich gegen dich. Junge. So wird es gleich sein. Metin, Ja. ich habe schon gesagt, schön, dass du da bist. Ich habe ja auch gesagt, du bist ein Gesicht, das man in der Szene kennt. Man hat dich jetzt schon vermehrt gesehen. Du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Du hast es nach oben geschafft. Man sieht dich ja auch oft in Kerems Videos, in seinen Videos. Man sieht dich auch auf den Veranstaltungen. Du bist oft vertreten, Genau. du bist da, du bist ein großer Supporter. So, wir haben ja auch mit Kerem gerade in der ersten Folge darüber geredet, wer so seine größte Inspiration war. Auch die Folgen danach, Inspiration, Idole. Da ist Muhammad Ali gefallen, da ist Mike Tyson gefallen, da ist Metin Engizek gefallen. Guck mal, was für eine Position ich hier auf stelle. jeden Muhammad Fall. Ali, Metin Engizek. Genau so, siehst du? Ja, siehst du mal. So, Ja. Kerem ist der ältere Bruder. Wie ist es denn für dich vom Gefühl, der jüngere Bruder zu sein und gleichzeitig das größte Vorbild von Kerim Engizek zu sein, der in der Szene sehr groß ist und auch sehr bekannt ist? Also ich habe mich wie so ein ganz kleiner Bruder habe ich mich ja nie gefühlt, weil wir auch ungefähr ein Alter sind. Wir waren eher so beste Freunde. Der war trotzdem ein Aufpasser, ne? Aber dann halt auch mit Idolmäßig. Also ja, ich kann halt andere Sachen gut, die Kerim halt nicht so gut kann. Dafür kann er halt Sachen besser, die ich halt gar nicht kann. Und da verstehe ich schon, dass man sich da ergänzt und sagt, ey, das, was der kann, das bewundere ich. Und das, was er kann, bewundere ich. Und dass er dann bestimmt sagt, ja, das ist auch mein so Idol. Auch vielleicht vom Menschlichen her, da sind wir beide auf einer Wellenlänge. Und da verstehen wir uns auch sehr gut. Siehst du das? Nee, vom Menschlichen her. Vom Menschlichen her sind wir auch. Doch, sind schon so ähnlich auf einer Wellenlänge. Natürlich, der hat seinen eigenen Kopf, ich meinen anderen Kopf. Aber das wird ja auch nicht passen, wenn die ganze Zeit 24 alles passen würde. Ja. Aber ich meine, wie er sagt, die Ergänzung ist gut. Er kann viele Sachen, die ich nicht kann. Umgekehrt genauso. Er kann, glaube ich, sogar mehr als ich. Also, was auf jeden Fall so das Berufliche angeht. Und Bürokratische vor allem. Und das ergänzt sich dann wiederum gut. Das auf jeden Fall. Da ergänzen wir uns. Aber so charakterlich sind wir eigentlich sehr gleich. Ja. Aber halt, wir haben andere Fähigkeiten. Ja, der ist immer so egoistisch. Genau. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt Ähnlichkeiten und Differenzen. Wo würdet ihr sagen, was ist so, wo ihr sagt, ey, da bin ich ähnlich, da sind wir ähnlich Also und da sind wir komplett unterschiedlich? Humor haben wir komplett gleich, denke ich mal. Wir lachen den ganzen Tag so zusammen. Also ich habe mir auch so einen Tagesablauf an. Wir rufen uns ja an, ne?
Dann ziehen wir uns erstmal gegenseitig ab die ganze Zeit. Inwiefern? Ja. Ja, kann dir erklären. Ja, wirklich, also bei mir und Kedim ist das so, wir könnten ja wirklich stumm sitzen, uns angucken und der weiß, wie viel Beleidigungen ich denen gegen den Kopf haue, wie viele der mir gegen den Kopf haut. Und wirklich, wir könnten eine Stunde, müssten nur so machen und der weiß genau, was ich gerade sage gegen den. Manchmal machen wir so lange, dann sagen wir, bist du fertig? Ja. Ne? Bist du jetzt Ja, fertig? okay, So? ich bin fertig. Ja, ich bin fertig, aber morgen geht's weiter. Ja. Morgen geht's Round 2. Ja. Oder wenn jemand auflegen will, ich habe gewonnen. Ja, ich habe gewonnen, ja. Also treibt ihr quasi immer so Spielchen miteinander, Ja, ne? Er muss ja auch wirklich, dazu gehen. Natürlich. Nur so Also ernst wirklich, im Leben, wirklich, Alter. es ist nur 24/7. Mhm. Würdet ihr die These unterstützen, dass Brüder untereinander eigentlich immer denselben Humor haben? Boah, nee, auf gar keinen Fall. Nee. Das ist sehr selten, dass sogar Brüder, glaube ich, den gleichen Humor haben. Mhm. Ich glaube, Brüder sind auch, die wachsen ja auch verschieden auf, verschiedene Klassen, verschiedene Freunde. Also das schon sehr selten, würde ich sagen. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, einen Freund zu finden, mit dem du den gleichen Humor teilst, anstatt einen Bruder zu haben, mit dem du den gleichen Humor teilst. Mhm. Wie viele Jahre Unterschied habt ihr jetzt? Ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Okay, also es ist ja, diese Gap ist ja noch. Ja, das ist nichts für mich. Nein, Ich nein. kann den auch nicht ernst nehmen. Deswegen gehe ich direkt zu der Frage über, um wirklich von hinten an, also von unten anzufangen, Mhm. damit wir das Ganze nach oben hin aufarbeiten. Deswegen auch die erste Frage: Wie war eure Kindheit zusammen? Habt ihr euch immer gut verstanden? Das Ding ist, viele Leute sagen ja, ey, ich kam mit meinem Bruder nie klar und dann habe ich mich erst im Alter mit dem angefreundet und dies und das höre ich 1000-mal, aber und früher hat man sich nur gestritten und dies, das, aber ich kam mit dem immer klar. Ich weiß auch nicht. Wir kamen immer miteinander klar. Ja. Ich wollte auch immer mit dem befreundet sein, so, ne? Und da war er so, dass er so ein paar andere Freunde hatte, aber ich war schon so als Kind so, ey, Also immer du eifersüchtig. bist 24/7 mit mir, so, du bist mein Bruder, und wir bleiben jetzt hier zusammen, wir gehen zusammen raus, wir machen das zusammen. Und Ich Kedem schwör's so, dir. ja, ich will Fußball spielen, aber nein, nix Fußball spielen, wir gehen jetzt so zusammen um die Häuser ziehen, wir machen jetzt so ein paar Sachen, dies, das, du bleibst jetzt schwör's schön mit mir. Und dann, ja, sobald der andere Freund hatte, war ich auf jeden Fall eifersüchtig. Und ja, waren immer gut, haben uns gut verstanden. Also nicht erst im Alter, sondern hatten immer die gleichen Interessen. So. Mhm. Wie siehst du das Ganze, Kerem? Wie der sagt. Ich war immer halt so, er war auch sportlich, aber ich war halt mehr der Sportler. Sobald ich mal nur Fußball spielen wollte, hat ihm das schon nicht gepasst. Sei nicht mit diesen mit diesen Haarpunkten. Hab nichts mit dem zu tun, geh nicht mit dem, lass lieber mit mir chillen und so. Mhm. Ja, war aber schon so enge Bindung auf jeden Fall und ja, war trotzdem schöne Zeit mit meinem Bruder. Du hast ja auch in den Runden davor gesagt, dass du so eine Art, so eine Beschützerrolle hattest. Klar, Ja. ein Jahr Unterschied ist. Ja, trotzdem, aber für dieses Ja. ein Jahr kam mir nie so vor. Mir kam das so vor, wirklich wie, ob wir 10 Jahre oder 20 Jahre Mhm. Unterschied hatten. Mhm. Aber wir waren ja fast, wie gesagt, in einem Alter. Ja, aber früher hat man das irgendwie anders gesehen. Ja, früher war das anders, ne? Ja. Ja, so. Einfach so. Eigentlich so ein paar Monate eigentlich nur so. Ja, Fertig ja. aus. Ich glaube, ab einem gewissen Alter gibt es Ja. keine, Nein, keine, jetzt, keine, jetzt keinen sowieso Unterschied mehr. lächerlich so, ne, das Alter. Aber früher so, war so ein bisschen so, aber auch jetzt nicht so krass. Und dann wir hatten eigentlich im gleichen Freundeskreis trotzdem. Mhm. War jetzt nicht so, dass er in einem anderen Freundeskreis war oder so. Eigentlich immer genau gleich alles. Stimmt, wir hatten dieselben Kreise, alles. Ja. Mhm. Komplett dieselben Leute. Ich hatte auch immer die meisten Freunde auf Facebook mit Kedem gemeinsam oder Ja, stimmt. damals immer. Oder die meisten gemeinsamen Follower, die wir gefollowt haben. Eigentlich alles gleich so. Wie kam es denn, dass ihr denselben Kreis hattet? Hattet ihr einfach dadurch, dass, Kerem, du hast ja gesagt, du hast ihn überall mitgenommen. Ja, wir werden nicht überall mitgenommen, wir waren ja zusammen 24 Stunden. Genau, um da nochmal anzufangen. Ihr wart ja im Kinderheim. Ja. Ihr seid ja relativ früh. Das war ein für schlau, Internat. das war ein Internat für reiche Kinder. Für Hochbegabte. Für hochbegabte, hochintelligente Kinder. So hast du es dann einfach irgendwann genannt. Ja, manchmal, kennst du, hat man sich auch geschämt. Da habe ich mir irgendwie Scheiße ausgedacht. Bei manchen habe ich mir einfach gesagt, das ist so Ja. ein bezahltes Internat oder das kannte ich ja vom Film und so. Weißt du? Und die dachten Aber so, ich boah, war krass. danach, wo Kedem rausgeschmissen wurde aus dem Heim, war ich in einem anderen Heim und daneben war echt ein Internat. Und da habe ich manchmal gesagt, ja, ich gehöre zum Internat. Weil das war echt da in so einer schönen Gegend und so alles drum und dran. Da war so ein anderes, so ein Heim für so 13- bis 16-Jährige danach. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich gehöre hier zum Internat und so, weil das gleiche Bahnhaltestelle und so alles drum und dran. Ja, stimmt, war nur so Bonzenkinder. Ja. Und Stimmt. danach neben das Heim, so mit so Verrückten und so.
Und gesagt hast du das warum? Einfach so, Weil's- so keine einfach so für Fragen. dich? Stellt mir keine Fragen. So, Hast so du dich fremde geschämt? War das so ein Stück Boah, Scham einfach? am Anfang, wo man klein war, hat man sich sehr geschämt dafür. Ich sag mal so, auch schon wirklich mit 6 Jahren, dass man im Heim wohnt und alles drum und dran und dann auch auf der weiterführenden Schule. Aber danach, jetzt, wenn man so älter ist, so gar nicht mehr. Gar nicht mehr, also null. Das geht dann irgendwann weg. Aber Ja, soll ich damals dir als was- Kind auf jeden Fall. Wenn du älter bist, nicht stolz bist jetzt nicht drauf, aber du bist stolz, um dann zu zeigen, guck mal, was ich geschafft habe. Ja. Von so einem bis jetzt. Ja, ja. Mhm. Verstehst du, dann sagt man das sogar gerne. Ich komme Ja. nicht aus einem guten Elternhaus. Ich hatte nicht die Möglichkeiten, die ihr hattet, oder wir hatten die Möglichkeiten nicht und wir haben es geschafft. Dann Mhm. sind wir sogar noch stolz drauf. Ja. Aber ich weiß, wie ihr sagt, man hat sich als Kind schon geschämt. So. Also Genau. war euch das quasi bewusst damals, dass es ist Kinderheim, ich muss mich dafür schämen, weil Ja, ich hier ja. gerade bin? Ja, dafür musste man sich schon schämen, ey. Mit wie vielen Jahren seid ihr ins Kinderheim gekommen? Ich mit 5. 6, 7. 5. 5, 6, 7. So. Und dann zusammen in ein Kinderheim? Zusammen ein Kinderheim, und- zusammen ein Zimmer, zusammen ein Bett. Also ihr seid durch die schwerste Zeit in eurem Leben, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, Alles einfach zusammengegangen, alles ne? zusammen. Ja, ja. Alles zusammen. Wirklich, da gab keine Sekunde, wo wir getrennt waren. Also keinen Tag. Mhm. Weil überall, wo er war ich ja auch. Vor allem das Lustige war ja, wir waren wie gesagt kleine Kinder und ich erinnere sich ja auch noch, die haben uns gesagt, was haben die uns gesagt, wo wir reingekommen sind, wie lange Wir bleiben nur ein paar Tage, ein paar Wochen. irgendwie so, ein paar Tage, ein paar Wochen. Ja, und wir waren dann so, haben so Sachen schon gepackt dann. Und ich weiß noch, der nimmt so eine riesen blaue Weißt du, Mülltüte. ja, unsere Mutter hat gesagt, ihr bleibt nur so ein bisschen. Ja. Und danach, weil ja, die anderen Kinder so, ja, wir sind schon so und so lange hier. Ist so, okay, krass, wir sind ein paar Tage wieder weg hier. Und Und dann hat er so eine Mülltüte genommen, weiß aus ich ein noch, paar Tagen wurden fast 10 Jahre. ja, 10 Jahre. Ja. Heftig. Ja. Hat er die gepackt, unsere Sachen, wir hatten ja nur ein Ja. paar Sachen so. Hat er alles in die Tüte gegangen, ist er zur Tür, meinte er, komm, Kerem, wir gehen nach Hause. Ja, wir sind jetzt ein paar Tage wir müssen jetzt los. Und dann stehen wir vor der Tür, sagen die, Ja. ey, wohin wollt ihr? Ja, wir gehen nach Hause. Ja. Und die, was für nach Hause? Wer hat euch verarscht, Jungs? Und aus diesen paar Tagen wurden ein paar Jahre dann. Also Oh, was 10 muss das Jahre. für ein Gefühl sein, um emotional zu wissen oder zu Ja, denken, man geht raus und dann... irgendwann wusstest du auch, dass du hier erstmal bleibst. Mhm. Irgendwann checkst du es auch und dann gewöhnst du dich auch dran. Ne? Mhm. So. Was meint ihr, war die Zauberformel, dass ihr durchgehend Ja, auch Ja, sehr Zähne- viel. Wir was waren glaub- mit einer der längsten, die überhaupt da waren. Was meint ihr, war die Zauberformel, dass ihr in dieser gesamten Zeit im Heim durchgehalten habt und zusammen quasi rausgekommen seid? Ja, auch, dass ich meinen Bruder auf jeden Fall hatte. Ja, dass und wir uns hatten. ja, auf dass jeden wir Fall. uns hatten und dass wir wirklich, also das gemacht haben, ab einem bestimmten Alter, ich glaube so ab 12 oder 13, weil davor, wenn du 5, 6, 7, 8 bist, denkst du, boah, ein Erzieher, der ist so krass und so, boah, ey, wenn der was sagt und der ausrastet, dann muss ich das machen und der kann mir alles. Irgendwann checkst du so mit 12, der kann mir gar nichts. Das ist der kleine Bastard. Ja, der Was kann will mir er gar machen? nichts. Ich kann machen, was ich will. Wenn ich jetzt hier das Glas umschmeiße, kann er gar nichts machen. Was will er machen? Willst du mich schlagen? Ja, komm. Ja, Irgendwann denkst du dir so, ey, der kann gar nichts machen. Und danach merkst du, ey, weißt du was? Auch wenn ich 8 Uhr da sein soll, ich komme um 10. Was willst du machen? Gar nichts. Weißt du? Irgendwann haben wir dann mal gemacht, was wir wollten. So, ey, echt mit 12 Jahren, komm, wir machen, was wir wollten. Und 13, 14. Und dann haben die mich auch mal rausgeschmissen. Weil da habe ich so viel gemacht, was ich wollte. Wurde es rausgeschmissen? Ich wurde rausgeschmissen, jeder hat eigene Wohnung bekommen. Aus dem anderen Heim wurde ich auch rausgeschmissen wieder. Dann wieder rausgeschmissen. Dann haben die mich überall rausgeschmissen. Bis ich dann auch so Guck mal, wir mit, lachen jetzt drüber. mit 17 eine eigene Aber- Wohnung bekommen habe. Aber hing nur bei Kiddem rum. Ja, wollte ich gerade Aber du hast ja irgendwann, eigentlich bei mir irgendwann war erstmal denen das gewohnt. auch scheißegal, so ob ich komme oder nicht. Ich habe jeden Freitag dann Geld bekommen. So Ticketgeld und ein bisschen Unterhaltsgeld, so Nahrung und so, musste ich mir selber kaufen. Dann kam ich freitags da, hat mein Betreuer mich gefragt, und wie geht's, alles klar? Ja, alles klar, hier, gib mir mein Geld. Und dann bin ich wieder gegangen. Ja, du hast ja bei mir Krass. gewohnt dann. Ja, aber ich hatte halt noch ein Zimmer in einem anderen Kinderheim, ne? Was glaubst du, warum du, oder du weißt es ja wahrscheinlich, warum du immer wieder rausgeschmissen war das diese pubertäre Nein, das war pubertierende nicht diese Zeit, oder? pubertäre Zeit, das war einfach, weil ich bei Kiddem immer war. Ich kam abends auch nicht ins Kinderheim zurück. Ich war wochenlang weg. Mhm. Keine Ahnung, die Polizei hat mich voll oft wieder zurückgebracht, dann bin ich wieder raus. Wenn auf der Straße, dann kriegst du ja diese Vermisstenanzeige. Mhm. Und da wurde ich so oft mitgenommen. Die Polizisten, die kannten mich schon. Ich war ja nur in deren Dorf die ganze Zeit. Und die sind da einmal mit dem Sixpack vorbeigefahren. Boah, wurde ich so oft mitgenommen, bevor wir gerade mit den Jungs unterwegs waren, Spaß hatten. Wurde ich so oft mitgenommen. Ja, und dann wieder dahin gefahren, dann wieder einfach rausgegangen und dann wieder dahin. Ja, so war Ich das. sagte, war Taxi umsonst. Also es war so eher nicht, weil ich danach Scheiß gebaut habe, sondern einfach, weil ich nicht mehr anwesend war in diesem Kinderheim. Mhm. Also in dem zweiten danach, wo ich war.
Da bin ich einfach nicht mehr aufgetaucht. Ja, das ist ja deren Pflicht, die müssen ja die Polizei. Ja, auch. klar. Die wissen ja ganz genau, was der macht, wo der ist, aber am Ende Aber müssen juckt die das halt melden. auch nicht mehr danach irgendwann. Das juckt die, wie gesagt, nicht mehr. Die machen nur ihre Pflicht, rufen die an und dann. Aber wie war das, also damit ich das nochmal verstehe? Du hattest eine Wohnung bekommen, Kerem, Ja, und er war währenddessen aber noch im Heim. genau, weil er war zu jung für eine Wohnung. Ja. Und der dürfte auch nicht, ich wollte eigentlich, dass er direkt mit mir, Ja. aber der war dann zu jung, die haben gesagt, Ich war 13. Und da dieses Kinderheim, wo ich hingekommen bin, ist eigentlich ab 15 oder so, weil abends auch die Betreuer nicht mehr da schlafen, weißt du? Du bist abends auch alleine. Und dann war ich mit 13 halt, wie so eine eigene Wohnung hatte ich da. Bin halt, was soll ich da noch aufkreuzen? Ja. Was soll ich da schlafen, wenn ich da einen Schlafplatz hatte bei meinem Bruder? Mhm. Und bei meinem Bruder war auch Milchschnitte und alles. Oh. Da war immer schön lecker essen. der Beste. immer Milchschnitte, ich Pinguin. Ja. Und dann hatten wir diese Aldi-Spaghettis und so, die haben wir uns gemacht. Das beste Leben. Sag mal ehrlich, ne? Guck mal, Ja. damals, diese Aldi-Spaghetti und diese chinesischen Yum-Yums, ne, hatten wir immer. Boah, das Ja. war so lecker damals, ne? Ich dachte mir, ey, wir ernähren uns nur, haben wir uns nur Ja, haben wir teilweise uns nur davon davon ernährt. ernährt. Also ganzen schnellen, ungesunden Sachen, ne? Ja. Dann irgendwann nach ein paar Jahren habe ich das Video, boah, was ist das für eine Scheiße, Alter? Mhm. Was ist das für ein Fraß, Mhm. Mann? Wie alt warst du, als du die Wohnung bekommen hast? Was, 16, ne? Oder wie? Nee, du warst jünger, 15, 16. Ja, 15. 15, 16, so. Da darf man schon allein wohnen? Eigentlich nicht, ich hatte ja auch einen Eigentlich nicht. Betreuer. Ach so, okay. Der muss dann auch einmal die Ja, Woche der so kam kommen dann und immer, hat gucken. aber der war korrekt, das war der, mit Ja. dem wir ein Video hatten. Der war Iraner, die Grüße Mhm. nochmal an Jabber. Der hat mich Jabber. dann auch so ein bisschen unterstützt. So. Der hat immer gecheckt, ist alles in Ordnung, dies, das, jenes. Einmal Ja, die der, Woche war, der war einkaufen. echt korrekt, wirklich. Mhm. Ist Ja. mit mir zu Aldi einmal die Woche, weiß ich noch, 70 Euro. Der hat uns jede auch ein bisschen Kochen beigebracht und so. Woche. Kochen hat der beigebracht. Ja. Und der war Ja, nicht echt, diese okay. Art vom ekelhaften Betreuer, wie wir davor hatten, diese Mhm. ganzen Bastarde da. Und der war so eine Art wie großer Bruder. Mhm. Auch noch Iraner, der kennt unsere Kultur, der weiß, wie man mit so Straßenjungs Mhm. umzugehen hat. Und das hat er gut gemacht. So. Wir waren ja trotzdem also immer Muslime, so, ne? Ja. Also auch wenn wir im Kinderheim waren. Also Mhm. wir haben immer alles gemacht. Der versucht das, Ja, was wir versucht das, was wir könnten. Also wir haben nie auch Schweinefleisch gegessen oder sonst irgendwie sowas. Und Wallah, Wallah haben wir jedes zweite Wort, glaube ich, gesagt. Das hat Ja, die auch immer Wallah. gestört. können. Hier durften wir nicht. Ja, ja. Wie habt ihr es denn geschafft, die Religion im Kinderheim Meine Mutter, die kam aufrechtzuerhalten? immer und die hat immer den Koran gebracht und so. Muss man auch sagen. Okay. Die kam immer und hat immer Koran gebracht. Immer. Ja, war aber trotzdem Die hat immer schwer. gebetet vor uns und so. Wir wussten, okay, wir sind Muslime, aber wir hatten jetzt keine richtige Bindung Ja. dazu. Aber in der Schule lernt man dann auch irgendwann. Ey, Ja. Bruder, ich bin Muslim. Ey, Bruder, ich auch. Sollen wir dann nach Moschee gehen? So war das bei mir auch auf jeden Fall. Bei Mhm. mir war das mit Fatih, mit meinem Cousin Fatih. So mit 16, halb 17. so. Wie war denn der Kreis? Weil ihr hattet solche Personen und generell so, was ich so höre, ich war ja selber nicht im Kinderheim, ne, zum Glück. Ne, wie sind die Leute da? Ich habe oft gehört, dass auch zwischen den Kindern da auch vielleicht manchmal Krieg herrscht. Also, Man schlägt sich oft. So man diese- schlägt sich auch in oft, der aber Schule- Kerim und ich waren immer so die Stärksten. Also das war für uns gar kein Problem. Wir waren da immer so Platzhirsch. Aber hattet ihr oft Konflikte? Ja, wie gesagt, wir waren da so die Bosse eigentlich. Okay. Ne? Also er hat so Probleme mit diesen Kindern, weil die klauen sehr viel. Mhm. Also da konntest du nichts liegen lassen. Wirklich gar nichts. Auch wenn du stärker als sie warst, die haben dich beklaut. Also das war das Hauptproblem. Also so Schwächlinge haben einen beklaut. Und die sind, kannst du nicht abschließen. Weißt du, was ich meine? Ja, die haben ja selber nichts, die Jungs. Da. Und die haben geklaut wie die Raben, wirklich. Also wirklich, die haben alles geklaut, was nicht niegelnagelfest ist da. Wenn du dein Zimmer weg warst, hast du jemand anderes dein Zimmer gesehen und so. Ja, was machst du hier? Gar nichts. Ja, die haben alles geklaut. Also Klauen war da das schlimmste Problem auch. Ne? Mhm. Und manche halt auch so wirklich so nicht normale. Ja, manche sind ja auch behindert. Ja, oder manchmal gewesen. nicht. So. Die wissen, die kriegen Schläge und machen Ja, das. die hat die gar nicht gejuckt. Ich weiß noch, erste Mal, die wollten uns trennen, also vom Zimmer. Wir haben eigentlich immer zusammen. Da hatte ich so einen, ich weiß noch, Brian hieß der. So richtig Ja. gestörter Schöne Junge. Grüße an Brian. Brian, was geht ab? Der Arme, der hat Schläge seines Lebens Ja. von mir gekriegt. Hör mal, zu erster Tag, ja, aber am ersten Tag, guck mal, wie krank. Du kommst in eine neue WG-Wohngruppe, du lernst neue Kinder kennen. Ich lieg abends in meinem Bett, der in seinem Bett. Dann sagt er, guck mal, sagt er so, gute Nacht, du. Einfach, ich so, was? Und der, du Kleinsohn, gute Nacht. Ey, ich bin aufgestanden, paff, puff, der am Schrei, hab den kaputt gehauen. Wirklich jetzt. Ah, die waren ja auch alle auf Sonderschule. Ja, die waren ja Also, wirklich psychisch so ein bisschen auf. Ich wollte sagen, der war vielleicht krank. Ja, die der waren war alle auf auch der ergeben. Sonderschule. Viele waren auch psychisch krank bei uns, ne? Aber wir sind ja selber nicht ganz dicht in der Birne. Mhm. Und da habe ich ihn voll verprügelt, weiß ich noch. Und dann, Aber das Ding ist so, wenn du 13 bist und einen anderen 13-Jährigen verprügelst, kannst du den nicht mit einer Faust Knockout schlagen. ja, weißt du du hast selber, ja das richtig ist, bam, bam, das ist bam. so ein bisschen Schlägerei dann immer noch so. Und der war so auch groß und so. Ja, Trotzdem,
Und der am Schreien und Ja. ich am draufhämmern, so in der Nacht, so die ganzen Kinder haben aufgestanden, die Dann, dann haben die den direkt wieder mit mir in ein Zimmer getan, weil haben die gesagt, wir können die doch nicht trennen. So haben die mal die wollten uns ja immer trennen auch, das war das voll ja. Ne? behindert, ich schwöre. Mhm. Die wollten uns immer versuchen, guck mal, wir haben ja nur uns und dann wollen die uns noch trennen. So, was gar keinen Sinn ergibt. Wir kommen mit gar keinem anderen klar, nur mit uns beiden. Und dann haben die es, wie gesagt, ein paar Mal versucht, dann ist das so gescheitert. Ich hatte mit jedem danach Schlägereien gehabt. Also ich habe die alle verprügelt auf jeden Fall. Ja. Warum versucht man Brüder voneinander zu trennen? Ich Ja, verstehe das 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 nicht. musst du diese komischen Pädagogen da fragen. Ich weiß auch nicht. Weil die sagen ja, wir haben Pädagogik studiert. Was hast du studiert? Also die haben wirklich gar nichts verstanden. Was hast du studiert? Aber ich glaube jetzt mittlerweile so, neue Generation ist ja auch Erzieher, die würden Ja. solche Methoden, die damals gemacht haben, nicht mehr machen. Ist ja nochmal was anderes gewesen. Ja, damals. also Warum damals so war auch weit ein bisschen erforscht? alles so, ne, mit der strikteren Hand und Ja. trennen und dies und das. Und heute versucht man, auf die Kinder einzugehen, denke ich mal, hoffe ich auf jeden Fall. Die Ich dachten weiß vielleicht, nicht. dass ihr zusammen einfach Unbesiegbar. wilder seid. Ja, wir So. waren Was ja auch wir wohl der waren Fall ja auch war. Unbesiegbar, wirklich unbesiegbar. Zusammen unbesiegbar. Deswegen meine nächste Ja. Frage überleitend. Wann war der Moment, als ihr gemerkt habt, ihr seid eins? Aber für mich war Immer schon seit Kind an. Immer schon. Also für mich war seit Kind an. Ich habe den Kindern immer gesagt, wir sind eins. Der ist ja Immer. der einzige meiner Familie. Ich habe Ja. ja mehrere Geschwister. Also ich verleugne nie meine Geschwister, aber ist der einzige, mit dem ich wirklich von Ja. Geburt an Mhm. bis jetzt bin. Weißt du, was ich meine? Und wir waren Also, von Anfang an eine ja. Person. Also immer Mit eins. mir haben die mal sogar ein Gespräch damals geführt, weil ich so 11 war. Wie alt war ich da? 11? So? Also 10, 11 Nein, Jahre. du hast gar keine Freunde. Nein, du hast keine Freunde, du hast keinen Anschluss, du hast gar nichts. So, ne? Ich meinte, ich habe meinen Bruder, also mit 11 Jahren schon, habe ich gesagt, ich habe meinen Bruder und das reicht mir. Weißt du? Und das war meine Lebenseinstellung. Also eigentlich auch. Natürlich, jetzt habe ich Freunde, bin auch dankbar für meine Freunde. Aber wo ich auch die ersten Freunde hatte in meinem Leben, das war so mit 16 so, da habe ich, das war auch so voll komisch, so, weißt du? Ich weiß noch ganz genau, oder 15 war ich, da hatte ich auf einmal so ein Kumpel so. Da dachte ich so, ey, krass, das ist mein Kumpel, so, weißt du? Also jemand anderen außerhalb Ja. von Kerem, ne? Ja, genau. Mit dem ich so reden kann und so, ey, fand ich auch so cool dann auf einmal. Mhm. Ja. Hast du dann Kerem auch vernachlässigt oder war das einfach so, Nee, ja, das war, so, ich habe so? in Kaiserswerth gewohnt und wenn Kerim dann nicht da war, habe ich mit denen abgehangen oder ich habe den mitgenommen. Es war so einfach so ein Kumpel dann auf einmal. Mhm. Den konnte ich dann auch vertrauen und so. War das der Moment, wo du dann angefangen hast, auch so, nachdem du gemerkt hast, oh, ich kann noch einen Kumpel Sozialer haben, zu werden, ja. sozialer zu werden, mehr Freunde zu bekommen, Ja, auf so jeden abseits Fall. vielleicht vom Kerem? Ja. Dann habe ich angefangen, so Freunde zu finden und alles drum und dran. Aber es war echt sehr, sehr spät bei mir. Mhm. Ja. Wo andere schon so mit Ja. 11, 10 oder 8 Jahren oder Freunde haben, hatte ich nie Freunde. Also Jan Kerem, Ja, halt, ne? klar. So, aber Freunde, so Ja, abgesehen vom Bruder. Ja. War das dann bei dir auch so Das war auch ähnlich? für mich ein No-Go. So ein Mhm. anderer, das war Verrat für mich. Was es ja an sich nicht Ja, ist, ja. aber du kanntest es halt nicht anders, Ja, ne? genau. War das bei dir ähnlich, Kerem? Ich hatte so ein paar Jungs aus Derendorf, denen bin ich teilweise immer noch. Zum Beispiel Mischa, Pole Mischa, der ist kommentiert zum Islam. Abu Hamza, ne, haben wir ihn genannt. Schöne Grüße. Schöne mein Bruder. Grüße, schöne Grüße. Hamza, der Löwenkämpfer. Mit dem bin ich seit meiner Kindheit zum Beispiel immer noch. Mhm. Wir sehen uns zwar nicht tagtäglich, aber wir sind immer noch Freunde und ja, dann leider wenige da aus damaligen Kreisen. Mhm. Aber ich erinnere mich, das ist eigentlich nicht mal Lust, das ist traurig sogar. Das war eigentlich Metzens Freund gewesen, auch ein lieber Junge. Ich habe gerade an den Marcel gedacht. Zadi, ja. Ne? Das war ja mein erster Kollege, den ich Das damals war ja- hatte. das Der wollte ist ich leider gerade sagen. gestorben beim Autounfall. Und ja, ich weiß auch nicht. So, ne? Auch komisch alles, aber Ja, braucht man hier nicht, glaube ich, alles zu erklären. das ist das Problem. Der war auch im Heim. Der war auch im Kinderheim. Ja. Ja, das ist ja, ich glaube, wenn du mit jemandem so lange befreundet bist und aus dem Heim, dann ist ja ähnlich wie die Frage, die ich Farid Ben gestellt habe. Ja. Wenn du mit jemandem aufwächst, Mhm. so, das schweißt ja einen zusammen. So gerade mal, weil man diese schwierige Zeit auch zusammen durchgemacht hat. Und ich glaube, mit ihm verbindet dich diese Zeit eben halt. Klar. Ne? Natürlich, ja. Ihr hattet ja vorhin erwähnt, dass ihr denselben Freundeskreis hattet. Oder du hast es ja gesagt, Mette, ne? Ist es die Freunde, die du danach kennengelernt hast, von dem Kollegen, von dem du gerade gesprochen hast, Ja, oder ja. von dem Kollegen, den Ja, du ja. gerade gesprochen hast. Wie war euer Freundeskreis damals zu heute? Also wie habt ihr den mitgenommen? Und wie sehr habt ihr den Freundeskreis, den gleichen Nee, geteilt? also meine Freunde von damals, die habe ich nicht mehr. Also ne, jetzt hat sich dann irgendwann auseinandergelebt, weil alleine ich habe irgendwann andere Interessen auch geweckt, also in mir selber. Und dann bist du halt mit Leuten, die die gleichen Interessen haben,
dann lebt sich das immer mehr auseinander. Und ja, jetzt, also die gleichen Freunde habe ich nicht mehr. Jetzt habe ich noch vielleicht 2, 3 enge Freunde. Will man auch irgendwann im Alter nicht mehr haben. Und ja, das war's dann, ne? Kerem, du hattest ja dann mit der Zeit, wurdest du ein bisschen krimineller. Du hattest ja, ich glaube, du hattest ja noch mal ein bisschen andere Freunde als Metin, denn du hattest ja wirklich Kollegen, Freunde aus der, sag ich mal so, aus der Unterwelt. So. Wie hast du ihn da integriert mit den Freunden? Oder war das so, dass du dann andere Freunde hattest mit denen? Weil du warst ja, bist ja irgendwann in diesen Business-Bereich gegangen, du hast ja mit ganz anderen Leuten dann abgehangen. Ja, das war nicht immer. Das war nicht immer so. Das Kerem steht mich gerne immer so als Anwalt. Der war so der kleine Anwalt, dieser Streber. Ich war immer ein Streber, das gebe ich zu. Ich war auch immer auf dem Gymnasium. Also, aber nicht ohne zu lernen und alles drum dran. Also ich war vom ganzen Kinderheim, von 300 Kindern oder so, war ich der Einzige auf dem Gymnasium. Ich wurde von der Gesamtschule damals, ich war auf der Gesamtschule, eigentlich habe ich nach der Grundschule Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Aber das Heim hat gesagt, nein, der soll nicht aufs Gymnasium gehen. Der geht auf eine Gesamtschule. Dann war ich da bis zur 7. Klasse, dann hat meine Lehrerin gesagt, ey, der Junge ist zu gut, weil ich hatte einen 1,2 Notendurchschnitt und so, dass der aufs Gymnasium muss. Und dann bin ich halt aufs Gymnasium gegangen, bis zur 11. Klasse. Dann habe ich auch irgendwann gemerkt, ey, man braucht die Schule gar nicht besuchen. Man kann auch andere Sachen machen. Ja, und ich war zum Beispiel jemand, der aufs Gymnasium gegangen ist und danach nach der Schule halt andere Sachen gemacht hat, ne? So, die eigentlich gar nicht dazu passen. Ich wurde auch in der Schule auch schon abgeführt und so. Oha, okay. Ja, und dann erzählen immer noch ein paar Leute aus der alten Klasse, wie ich da in Handschellen in der 8. Klasse abgeführt wurde von der Polizei auf dem Gymnasium, weißt du? Ja. Feiern die immer noch, ist jetzt auch lustig und so. Aber damals war das halt, ne? Sehr kriminell. Wann bist du von dieser Bahn abgekommen? Sagen wir mal, auch erst mit so 24. Ach doch, so spät dann? Nee, das Ding ist, ich habe ja auch parallel trotzdem eine Ausbildung gemacht. Und auch als Zweitbester aus der Klasse bestanden, ne? Ich bin Immobilienkaufmann gelernter. Habe trotzdem eine Ausbildung gemacht, aber trotzdem, dieses Ganze konnte ich nie loslassen. Bis es dann mal wirklich gekracht hat, ne? Also wirklich gekracht. Oder auch wirklich dann weg bist. Und dann war für mich komplett Change. 180 Grad. Habe ich gesagt, was für Straße? Das ist alles Mist, Alter. Das ist alles Quatsch. Ja, es gibt gar nichts Straße. Es gibt gar nichts auf der Straße. Es gibt keine Loyalität auf der Straße, gar nichts. Wenn du mal wirklich weg bist, auf dich allein gestellt bist, kein Geld für Pizza hast, gar nichts mehr, dann wirst du mal sehen, wie viele Leute dir von der Straße helfen noch. Ja. Und das war für mich dann komplett Feierabend. Ich mache jetzt nur noch mein Ding. Und das war das Beste, was mir je passiert ist. Ja. Das war so sein Wechsel, wie gesagt. Das sollte sogar passieren. Weil er war immer gut in dem, was er gemacht hat, in seinem Job, aber hat die andere Scheiße auch gemacht. Dann hat es einmal geknallt bei ihm, wie der gesagt hat. Aber er hätte niemals aufgehört. Niemals, er dachte sich, guck mal, leicht verdientes Geld. Das war super alles. Alles easy. Und dann wurde er einmal gecasht, war weg, ist zurückgekommen, macht legal viel, viel mehr und viel, ohne viel Kopfschmerzen. Und Spaß macht mir das. Und es macht ihm Spaß. Und ich krieg Anerkennung in meinem Job. Du hast den Respekt, Anerkennung. Du hast Erfolgserlebnisse, die du brauchst als Mensch auch, um weiterzukommen. Du kannst auf diesem Weg legal eine Familie gründen. Brauchst dich nicht verstecken. Musst keinen hintergehen oder was weiß ich. Alles legal. Finanzamtprüfung, alle top bei mir. Ja. Wie hast du denn in der Zeit, das könnt ihr vielleicht sogar beide beantworten, Kerem und Metin, wie hast du in dieser kriminellen Phase Kerem wahrgenommen und Kerem, wie hast du Das Metin war in für dieser uns Zeit wahrgenommen? komplett normal. Das war normal. Ey, Also es gab gar nicht so, ich erzähl mal eine Story. Ja, ganz sehen. Das war wirklich, ne? Das war wirklich gang und gäbe, tagtäglich. Das war ja unser Hauptbüro. Also Hauptjob war eigentlich nur Kriminelles. Und dann mittags, ich komme nach Hause, ich bin zu Hause. Auf einmal der Metzen kommt. Sein Gesicht knallrot, der so Tränen, seine Arme, der am Schreien. Ey, sag ich, was ist passiert und so. Meint der, ich habe Tränengas im Auge und der hat immer Probleme mit seiner Schulter ausgekugelt. Der kommt richtig demoliert nach Hause. So. Und ich dachte, jemand hat den angegriffen. Ich bin direkt auf 100. Was passiert und so? Was passiert? Er kann mir immer noch nicht reden. Der hat dieses Pfefferspray in der Fresse. Das tut unnormal. Wer das schon mal abbekommen hat, weiß genau, wie hart das ist. Ja. Das ist todesekelhaft. Nachdem der irgendwann zu sich gekommen, haben wir im Wasser ausgewaschen und so. Dann erzählt er mir. Einfach mittags wollte der einen irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob drauf eingeht. Ich weiß nicht was, ne? Aber auf jeden Fall war da eine Situation. Ich weiß nicht, ob man das hier erwähnen darf. Ist auf jeden Fall was Schlimmes vorgefallen. Einfach am helllichten Tag. Und ich so. Also ich war komplett, also wirklich, ich hatte gar keinen Zurechnungsfähigkeit. Das meine ich ja, dieses so. Also ich erzähl mal was harmloseres. Ja, aber warte mal nochmal darauf zurückzukommen.
Es ist mitten am helllichten Tag, Berufsverkehr vor allen Leuten ist das passiert. Ja, Ich guck den an, bist du schwerbehindert, Junge? Und dann sagt, ich war noch sauer, nicht weil er das gemacht hat, warum hast du mich nicht mitgenommen? Ja. Da war ich schon richtig sauer auf ihn. Nee, wir hatten davor Streit, weiß ich noch. Okay. Und dann habe ich gesagt, jetzt wird er sehen, jetzt komme ich gleich mit Batz zurück und dann wird er nichts davon haben. Genau, so war das. Genau. Ach so. Der wollte das allein. Ja. Ich, du kleiner Wichser, was nimmst du mich nicht mit? Dann hätten wir das Ja, auch ja. geschafft. So, ne? Aber ich hatte Streit mit dem. Ich dachte, jetzt wird er gleich sehen. Und der kriegt keinen Cent. Der kriegt Ja. keinen Cent davon. Dann ist es nach hinten losgegangen. ja. Ich habe Pfefferspray War vom Feinsten. gesprayt und da habe ich das selber ins Auge bekommen, Alter. Wind, das hat Wirklich? draußen gemacht und der Wind knallt zurück und voll in seine Fresse rein. Nein, du hast dich selbst besprayt? Ja, ich wollte jemand anderem besprayen natürlich, ne? Aber draußen ist gefährlich, wenn Wind kommt. Ja, natürlich. Und dann alles selber ins Auge bekommen. Alles Und bekommen, ne? keine Luft bekommen. Sterben, dies, Alter. das. Der ist zu Weißt du, arm was das Geilste war? ausgekugelt, der ist so Eigentlich, wenn ich demoliert. überlege, das war einfach 200 Meter von mir zu Hause entfernt. Mir war das, also ich bin nach Hause dann gelaufen einfach. Nee. Ich glaube, du warst ja auch über diese Konsequenzen gar nicht Gar wirklich so nicht, bewusst. gar Du hast nicht. einfach nur gemacht, ne? Ich erzähl mal eine harmlosere Story. Weil, ne, nicht zu krasse Okay. Stories. Ich habe am helllichen Tag Autoscheiben eingeschlagen. Ne? Und ganze Straße hat mich gesehen. Und die Polizei hat mich auch gefasst. Die meinten, die ganze Straße hat dich gesehen, das ist helllicher Tag, du mitten auf der Straße. Jeder hat dich gesehen. Ich hab gesagt, ja, und jetzt? So? Was wollen Sie mir damit sagen? Ich meinte, jeder hat dich gesehen. So einfach am helllichen Tag, das macht man abends und so. Ich hatte aber gar keine Angst, nix. Ja, das ist jetzt so was harmloseres. Ja, bei uns die Konsequenz war Jugendzelle. Und Heim ist wie Knast. Ja. In Jugendzelle waren wir auch 1000-mal. Ja. Aber ich muss Das war trotzdem ja- sagen, auch wenn ich jetzt erzähle, wir haben Autoscheiben eingeschlagen, trotzdem hatten wir immer ein sehr gutes Sozialverhalten. Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich mit der Bahn gefahren bin, eine alte Oma kam, ich musste sofort aufstehen. Ja klar, das hatte ich immer. Das, ne, denke nicht, wir waren hier Handtaschenräuber und so, dies, Diese das. Asi-Kinder, nee, das war nie. Ich musste aufstehen, ich musste hier schwangeren Frauen mit Kinderwagen helfen Klar, und immer. so. Immer. Das Ehrlich war jetzt? so, ne. Das war wirklich, darauf habe ich immer Wert. Ich musste Acht gegeben. aufstehen bei einer Oma, wenn die direkt gekommen ist, musste Ja, ich steh auf. weg und so. Waren nicht solche asozialen Kinder, ne? Also ihr hattet trotzdem noch den Respekt. Ja, beibehalten den für Respekt euch. Bei haben wir Eltern bei- und bei Frauen, schwanger, mit dieser Kinder war. Also jetzt, aber wenn einer Ja. uns was gesagt hat, dann natürlich gar nicht. Mhm. So, Ja. wir waren wirklich, haben einfach überall hingespuckt und all. Ja, aber sonst Sonst immer so soziales Sachen. Dings. war ältere immer ganz Frauen und so, haben wir nie was gemacht. Ja, das ist ja auch, was du Ja. gesagt hattest mit, als der Typ kam und meinte, hol mir meinen Kaffee, meinst du. Ja, ne? verpiss Da dich. geht's ja schon los, dass du dir das nicht sagen lassen kannst. Ja. Und da Ja, warst ja. du halt wahrscheinlich dann ähnlich mit ihm, ne? Boah, ich hatte richtig Probleme damit, mir was sagen zu lassen. Auch schon in meiner Ausbildungszeit. Da bin ich einfach fast auch explodiert, weil ich konnte das einfach nicht. Ich konnte halt wirklich nur mir was von meinem Bruder sagen lassen. Und das habe ich dann mit Lächeln angenommen und so, ey, ja, okay und so. Bruderherz mache ich und so. Aber ich konnte das auch nicht. Also ich habe wirklich, das war eine innere Wut in mir. Da bin ich explodiert dann. Also es war ja offensichtlich was Negatives, oder? Würdet ihr das so- Negatives, was wir ins Positive entwickelt haben, indem wir dann beide selbstständig geworden sind und alles drum und dran. Und selbstständig, wenn du mit einem Kunden redest und der was von dir verlangt, ist was ganz anderes, als wenn ein Chef zu dir herabblickt und sagt immer so und so. Also quasi die gesunde Mitte Ja, dann da auch genau, finden, ne? genau. Ich habe kein Problem. So jetzt, ne, Herr Engisek, besorgen Sie dies, das, Ananas, ne, mache ich gar kein Problem, wird morgen besorgt. Anstatt so, ey, warum bist du spät? Mhm. Sowas. Habt ihr da einen guten Rat vielleicht für die Jugendlichen da draußen, die genau damit Probleme haben und dann oft auch anecken, vielleicht dann auf die Straße kommen, sich schlagen, einfach weil es vielleicht so eine Banalität ist? Was soll ich denn für einen Rat geben? Also jeder muss mal irgendwo durch, wo der auch selber dran wächst. Ich bin nur an den schlechten Sachen in meinem Leben gewachsen, nie an den guten Sachen. Der muss dran wachsen, der muss vielleicht die Strafen auch bekommen, der muss daraus lernen am besten. Und ja, und du musst immer, wenn jemand dir was sagt, musst du gucken, ob das sinnvoll ist, ob es dich weiterbringt oder halt ob es völliger Quatsch ist. Ne? Es gibt auch Erwachsene, die völlig Quatsch reden, die auch gar keine Ahnung vom Leben haben. Und es gibt halt auch 18-Jährige, wenn die was sagen, kannst du den Rat ruhig annehmen, weil es auch irgendwo richtig ist. Ja, das Du musst stimmt. immer abwägen, ob es richtig ist oder falsch. Aber ich bin auch ein Freund von, man lernt aus Fehlern, aber ich Genau. weiß auch, ich muss nicht aus dem Fehler lernen, wenn ich weiß, dass ich, zum Beispiel, wenn ich jemanden auf der Straße, wenn ich ihn doof komme, ich weiß, aus dem Fehler muss ich nicht lernen, ich weiß, Ja. dass es schlecht ist, so Ja, oder so. klar. So, und, ne, das ist halt immer, man muss dann immer so ein Stück weit auch abwägen. Also Schlagen auf der Straße und so bringt gar nichts. Nee. Das bringt gar nichts, weil im Endeffekt sind wir hier in Deutschland, im Endeffekt herrscht hier das Gesetz des Staates und du zahlst nur mehr Strafen, davon kennen mehr als ich sogar reden. Schmerzensgeld
zahlst du nur und Anwaltskosten und so. Der Anwalt, der gewinnt am Ende von der Sache. Mhm. Und der Staat. Und das Opfer sogar noch mehr. Ja, das Opfer. Deswegen, diese Schlägereien, so lasst das, wirklich. Ignoriert diese Leute. Ja, abgesehen vom Geldanteil Ja. auch einfach, das Ja. einfach Bringt generell nix. lassen. Nix. Nur Bringt zur nix. Selbstverteidigung. Bringt Wenn dich nix. einer anfasst, klar. Falscher Stolz erstmal. manchmal, alles drum und dran. Aber Wirklich. so bringt gar nichts. Ich habe letztens auch gelesen, in Amerika, da ist jemand ausgerastet, der hat danach einen Brief geschrieben, wirklich 40 Sekunden seines Lebens, lebenslang in Haft, weil der jemanden Knarre rausgenommen, bumm, er knallt. 40 Sekunden nicht unter Kontrolle hat, lebenslang Knast, 2 Kinder, auch so alt wie wir. Das bringt nichts. Das geht schnell. Bringt Wirklich nichts. ein Fingerschnips. Also komplett unter Kontrolle habe ich mich. Ja. Emotionen das habe ich richtig Ich gelernt. auch. Ich habe wirklich mich komplett unter Kontrolle. Du kannst mich reizen, alles drum und dran. Mich auch, Mann. Ja, mich kriegst du nicht. Ich weiß nämlich, dass ich schlauer bin. Und Ich nicht krieg's drauf auch einlasse. nicht. Aber ich denke immer wieder dran zurück, boah, Kerem, warte, eine Faust, 30.000 Euro. Nee, lass mal. Oder so eine Ohrfeige, das und das, kein Bock drauf. Ja. Bringt dann alles gar nichts. Bringt so Am oder Ende so gehen die nichts. alle zu der Polizei, zeigen dich an. Wie war das für dich damals, Metin? Du weißt ja, Kerem war ja damals auf der Straße berühmter, berüchtigt. So, man kannte ihn, man kannte seinen Namen. Wenn du Stress hattest, hast du deinen Stress immer selber gelöst oder hast Ich du hab einen den, Kerem wirklich, angerufen? Also sehr, sehr selten. Nur in Notfällen, wirklich. Nur wirklich Das hat er Notfällen. wirklich nie gemacht. Ja. Wirklich nie. Also wirklich, wenn es nicht mehr geht, dann habe ich Kedem geholt. Aber das ist wirklich nur 2-mal passiert oder so. Aber der wusste auch, was passiert damit. Ja, ich habe auch, ja schwör's, genau, ich ja. wusste das auch. Also wir hatten auch oft Situationen, wo ich dann eher ausgestiegen bin, weil ich wusste, was mein Bruder mit denen macht, Mhm. wo ich mich dann geprügelt habe eher. Weil ich konnte halt nicht so viel wie der. Der hat übertrieben. Also wirklich. Ich habe manchmal Situationen mitbekommen, die waren nicht lustig. So, ne? Doch eins können wir auch erzählen. Also eine Sache war, da hat jemand unseren anderen Bruder angemacht. Meinst du die? Ja. So, erstmal habe ich mich mit denen geprügelt, ne? Ja, aber warte, Ich hab ich habe 2 Minuten lang- erstmal einen kranken Bruder. Das, Ja, genau. Die Situation, nicht, dass sie denken, was Ja, ja. ist das für ein ekelhafter Mensch. Also jemand hat meinen kranken Bruder abgezogen. Der Mehmet so, ist ne? wirklich sehr Er krank, ist mein krank. älterer Bruder. So. Und dann, Und hat er noch geschlagen. danach wollte Kedem den schlagen. Ich habe gesagt, nein, ich mach das. Und ich habe mich mit den 2 Minuten lang geprügelt, hatte irgendwann keine Luft mehr. Aber er war Kämpfer, man hat das Genau. gesehen. So Und danach, ne? Okay. Genau, und die waren auch mit Hunden und also richtig asoziale Gegend aber auch und Hunde, alles drum und dran. So, ne? Und haben sich immer mehr Leute eingemischt. Und dann Gern Kedem, der hat den wirklich in 10 Sekunden, glaube ich, ausgenockt. musste sein. Da habe ich gewusst, Alter, hey, der Junge geht in die falsche Richtung. Also wenn das weiter so geht. Deswegen war das auch der Punkt, wo du gesagt hast, ab jetzt kann ich eigentlich ihn nicht mehr rufen, das wird zu doll. Ja. Ja? Das ist übertrieben. Ja. Der ist auch zu stark. Also es geht gar nicht. Wie sollen wir uns prügeln mit irgendwelchen Leuten, wenn er nur einen Knockout jemand gibt? Ja. Das geht gar nicht. Also ist zu langweilig dann, wenn er da ist. weil ja, und sonst- dann, das war zum Glück früher, das war diese echte Brutalität. Das war echt brutal. Aber das war das. Wenn es um mich ging, wäre ich nicht mal so. Ich schwöre, ging es um meine Brüder oder Metten oder wie gesagt über Mehmet. Der war da noch, mein Bruder ist noch schwer krank, Alter. Der Typ hat den noch geschlagen. Der könnte ihn umbringen mit einer Faust. Ja. Mhm. Ey, ich hab das nicht mehr in Erinnerung. Ne? Und das ist das dann. Ja, bei mir mit Familie, gerade mit denen. Und Mhm. wenn einer so, das war nur bei so richtig ernsthaften Situationen. Deswegen hat mich nur 2-mal oder so in seinem Leben angerufen. Mhm. Also damals, jetzt kann ich mich mehr kontrollieren als damals. Damals war ja nur ganz kurze Zündschnur. Und das war so ein Moment von ein paar Stück so. Mhm. Und was würdest du sagen, Metin, hast du eher davon profitiert, dass das so gefürchtet, also dass Kerem so gefürchtet war? Ja, auf jeden Fall. Ich hab davon, Oder war das eher so ein Nein. Ich habe davon. was Negatives? Muss ich ehrlich sagen. Ich habe davon viel profitiert. Mhm. Kannst du erklären, wie, in welchen Richtungen? Ja, dass viele Leute halt auch mit mir halt auch keinen Konflikt wollten, ja. So, ne? Die immer auch direkt hinter mir Kelm gesehen haben. Das muss man ehrlich sagen, weißt du? Und ja, davon habe ich schon sehr profitiert. Und aber halt auch manchmal nicht profitiert von, weil ich musste halt immer auf den hören und so. Also schon so, ne? Hat sie auch irgendwo geschadet? Sein Ruf? Nein. Also ich konnte halt auch nirgendwo das machen, was ich wollte, bei jedem meinem Bruder kannte. Mhm. So. Und ich auch Angst hatte. Also was ist Angst? Die haben mir direkt immer berichtet, wenn Ja, er ja. irgendwo war. Mensch, dein Bruder da und da. Der ist hier und da. und, Deswegen, der konnte auch nichts machen. nee, so. ich konnte auch nichts machen, so, weißt du? Deswegen aber. Wie war das für dich? War halt sehr Kontrolle und so. Ne? Was heißt Kontrolle so, ne? Ich wollte immer wissen, wenn er irgendwo ist, was der macht. Was ich mache, wo ich bin und so. Ich habe konnte den nichts Leuten immer machen. gesagt, halte Wirklich. dein Auge, wenn er irgendwo ist, Ja. guckt so auf ihn und so. Ich habe, also, ne, kann man auch hier sagen, wir sind ja nicht alle fehlerfrei, früher auch betrunken und so.
Und dann hatte ich richtig Angst. Mein Bruder, ich gehört habe, ey, ein Freund von meinem Bruder ist da oder sieht mich oder so. Dann habe ich direkt Schiss bekommen. Bin abgehauen, habe Rückwärtsseite gemacht. Wirklich bin aus Notausgang gegangen oder so, was weiß ich. Ja, zum Glück kam dann ich nicht mehr. Und es war ja eigentlich nur, weil er dich beschützen wollte, ne? Ja, Mann. Ja, was heißt beschützt? Ja, klar. Doch, das war das. Ja. So. Weil, guck mal, er ist ja kein Alkoholiker. Andere Ja. Brüder wären so, ja, trink ruhig ab und zu. Ne? Ja. Aber ich wollte den komplett von dieser Scheiße fernhalten. Wir sind doch schon in diese Kacke durchgegangen. Ich wollte ihn komplett von dieser Aber für mich war das so, Sachen okay, man hat fernhalten. das immer übertrieben gesehen, so, weißt du, übertrieben. Und ich war, wie gesagt, ich war kein Alkoholiker. Einfach, wenn man mit Freunden mal am Wochenende was trinkt. Und das war für Kerim schon so ein No-Go, so, ne? Da ist der sagt, nein, so, du Alkoholiker und so übertrieben. Aber ich sag's jetzt noch harmlos, ne? Mhm. So. Das war auf jeden Fall anders. Aber wo wir jünger waren, ne? So, und da durfte ich auf jeden Fall keinen Alkohol trinken oder sonst was. Da hat er ein Ja, der wachendes Auge auf dich, ne? auf jeden Fall. Und ich kannte erst wieder nach Hause kommen, wenn wirklich nichts vom Geruch her und so alles. Was ist denn passiert, wenn er es herausgefunden hat? Auch wenn er mich jetzt nicht geschlagen hat, diese Enttäuschung in seinen Augen, boah, Mhm. das wäre für mich so hart, ne? Das für mich, das wirklich, wenn jemand liebt und der enttäuscht von dir ist, das tut für mich mehr weh als Schläge. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, und dass ich meinen Bruder enttäuscht habe und der so ein Macher ist und so ein Kämpfer und ich dann so der Trottel, der Alkohol trinkt und so. Andere Frage. Habt ihr dieselben oder hattet dieselben Hobbys? Also Boxen war ja mein Hobby. Ich habe Kerim jetzt zum Boxen geholt. Mhm. Hab ich auch schon 1000-mal, glaube ich, erzählt. Das war unser Hobby. Dann war unser Hobby in die Altstadt gehen, Stress machen. Damals. Und danach, so Fitness, bisschen Hobby, aber so, ich weiß nicht, ja. Sonst so Hobbys so gemeinsam. Ich glaube, haben wir jetzt nicht so viele, ne? Gar nichts eigentlich. Nee, gar nichts. Ja, du hast es ja gerade so angeschnitten, Kampfsport. Das ist ja ein Hobby, was ihr mehr oder weniger teilt. Ja. Hast du selber, wie stehst du zu Ja, Kampfsport? ich In mache welcher für Verbindung? mich selber so Kickboxen und dies und das, aber nur für mich selber. Nicht mal annähernd in die Richtung vom Profi oder was weiß ich. Also für mich ist das nur so Spaß, Ausgeglichenheit, dies, das. Ne? Mhm. Also nichts in die Richtung. Und denkt, wie so gemeinsames Training oder so, macht ihr das mal? Fitness bisschen, aber dann lachen wir ja die ganze Fitness und reden. Der nimmt mich da nicht mehr ernst beim Training. Nee. mich da nicht wir ernst, lachen ja. doch nur und so. Also Und Kampfsport mit ihm zusammen trainieren? Kampfsport auch nie. Kann ich nie. gar nicht mit dem machen. Nee, geht gar nicht. Ja. Auch schon damals, sogar Ja. Partnerübungen konnte ich nicht mit ihm machen. Nee, Ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr mal wir lachen haben- musstet? Nee, Nicht so, lachen. Wir sind jetzt nicht hier die Kampfsportbrüder, sag ich dir so, wie es ist. Ja, Ne? Ich habe damit nichts zu tun. Ich will damit auch nichts so viel zu tun haben. Also nur für mich selber. Mhm. Ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wenn wir jetzt keine Brüder wären, ob wir überhaupt befreundet wären. Das ist auch eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht, weil wir sind wirklich in diesen Sachen sehr, sehr Ja. unterschiedlich. Aber dafür umso krasser, dass ich ihn so sehr liebe. Mhm. Weißt du? Obwohl ich eigentlich gar nicht mit seinem Kampfsport so zu tun habe. So, weißt du, und trotzdem sind wir die besten Freunde. Ich hasse trotzdem den und trotzdem, wenn ich in die Augen gucke, kann ich mit ihm 1 Stunde reden, ohne dass ich überhaupt rede, wenn ich dir nur in die Augen gucke, weißt du? Mhm. Ja. Also es müssen ja nicht unbedingt immer die Hobbys sein, die die einen verbinden, Ja, ne? ja. Er ist eher so Das ist privat. ein Hassleben. So ein Ja. Lachen, so eher, weißt du? Ja. Wie beeinflusst die Beziehung zu deinem Bruder, also Ja. du jetzt zu Kerem, deine Karriere Also meine oder private. ja, also Beziehung, deine und alles oder drum auch dran. deine Kerem, eure Karriere oder Lebensentscheidung, die ihr Also ich trefft? sag dir so, ich weiß noch ganz genau, als ich dann mich selbstständig gemacht habe und da war Kerem sehr, sehr glücklich, hat mich auch sofort supportet und gepostet und so und war sehr, sehr stolz auf mich, obwohl ich eigentlich noch gar nichts gemacht habe, außer eine GmbH zu gründen. Und da hat er mich schon so gesehen, so als ob ich jetzt hier die Weltherrschaft an mich gerissen habe. Das war schon krass, stell mal vor so. Er war schon sehr, sehr, sehr stolz auf mich und ja, und dass der so hinter mir steht immer, obwohl ich auch damals niemand war eigentlich so, ne? Und da hat man das Potenzial noch gar nicht gesehen, also was jetzt am Ende rauskommt. Ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will. Aber ich wusste das immer. Ja. Ich schwöre, ich wusste das immer. Es hat wirklich, also, ne, für manche ist das wenig, aber es hat wirklich, war auf der Überholspur dann, zack, zack. Also bin immer noch, so. Für meine Verhältnisse, denke ich mal. Mhm. Und für die anderen Verhältnisse. Und ja, dass der immer an mich geglaubt hat. Also von klein auf, also sagen wir mal da, wo ich die GmbH gegründet habe. Nicht sagen wir jetzt von 5 Jahren.
wo ich noch ein Niemand war, mit meinen Stiften angekommen bin, mit meinem kleinen Smart rumgefahren bin, die Häuser klar gemacht habe. Und da hat er schon an mich geglaubt. Der sah aus wie so ein Betrüger mit seinem Anzug und so. Ja, Anzug immer, gegelte Haare. Smart Aber ich habe hab wirklich immer an den geglaubt. Nicht wirklich jetzt. Nicht, weil es mein Bruder ist so, weil ich ihn ja kenne. Und egal in welche Richtung, wenn er was möchte, er ist zielstrebig. Ja. Ob Also das ich dann bin ein wirklich Kriminelle jemand- war der zielstrebig in diese Businesswelt. Und ich wusste, wenn der Junge was anfasst, es wird zu Gold. Ja. Wirklich jetzt. Und der hat immer, Also ich habe es wirklich auch komplett durchgezogen Ja. mit ganz wenig Startkapital. Und 12.000 Euro oder so hatte ich. ja. So habe ich das aus dem Verkehrsunfall bekommen. Ich hatte nicht mal war nicht mal, dass ich das angespart habe, das Geld. Habe ich aus dem Verkehrsunfall bekommen. Habe ich mir 5.000 Euro, glaube ich, ein Smart gekauft. Genau. 2.000 Euro die Webseite eingerichtet, 1.000 Euro ein Laptop. Und dann sogar noch Kleidung, weil ich auch gar nicht hatte, diese Kleidung. Und dann bin ich mit meinem Smart rumgefahren und habe die Häuser klar gemacht. Mehrfamilienhäuser. Also das ist richtig wie so eine Vermittelt. Geschichte. Ja. Das ist, Das war echt Türklinken putzen, ne? Mhm. Von Haustür zu Haustür klingeln. Hallo, 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 hallo. Und gerade in Düsseldorf Haifischbecken, ne? Vor allem dann noch als Türke, Metin Türke. Engizek. Und ich habe in Engizek Name. Immobilien direkt angefangen. mhm. Ja. Und das Ding ist, wie gesagt, ich konnte immer schon so gut reden, war immer schon ein bisschen intelligent. Und hatte es halt auch wirklich drauf mit den Immobilien. Wie gesagt, ich war als Zweitbester von meiner ganzen Stufe in der Prüfung Krass. und habe verkürzt auch die Ausbildung, weil ich so gut war. Und ich kannte mich halt wirklich aus mit Immobilien. Und ja, so ist eins zum anderen gekommen. Mhm. Und hast du auch viele Tipps? Also ich weiß gar nicht, hast du Tipps von Kerem auch immer angenommen? Oder warst du immer so, ey, ich mach mein eigenes Ding? Tipps von Kerem waren jetzt eigentlich nicht so viele. Wie gesagt, Kerem hat andere Eigenschaften, die er hat. Also ein bisschen. So in dieser Arbeitswelt, da hatte ich den, Ja. konnte ich ihn sogar Da hatte gar ich ja keine den Tipps Durchblick, geben. würde ich Da hatte sagen. er so den, Ja. da hat er mir sogar teilweise Tipps gegeben. Ich habe ihm eher die Tipps gegeben, ja. Mhm. Nicht umgekehrt. Das war ja gar nicht mein Ding, das war ja so seine Welt. Und Mhm. sehr gut gemacht. Und wie waren für dich, Kerem, die Lebensentscheidungen, die du getroffen hast? Wie sehr hast du die auch abhängig von Metin gemacht? Ja, was heißt abhängig so? Das war das Einzige, was ich gut kann. Ich wollte wirklich immer, dass der sowas, weil ich wusste ja, was für ein Potenzial er hat, ne? Mhm. Ich wusste, irgendwas macht er, der wird durch die Decke gehen. Und ich wusste, ich will immer Sportler bleiben. Mhm. So, ich wusste, ey, ich kann, um ehrlich zu sein, ich könnte das gar nicht, was er macht. So. Ja. Ich könnte mich vielleicht reinfuchsen, aber das ist nicht meine Welt. Ich habe es mal versucht, ein bisschen. Ja, der hat mit mir versucht, aber das kannst du knicken, Ja. Alter. Also er hat versucht, dich dann quasi da Ja. reinzuholen. Wir haben mal eine Firma auch zusammen gehabt. Ja, aber nein, ich hab auch versucht, dem alles zu erklären, so, ne? Häuser. Ja, aber das ist gar nicht meine Welt so. Der soll sein Ding machen, ich mach mein Ding. Und Ist so. wenn ich was kaufen will oder keine Ja, da Ahnung, bin ich ja ist sowieso, sofort- sind ist wir er sowieso sofort da. füreinander da. Immer füreinander. Ich will mich auch gar nicht damit befassen. So. Ja, ja. Also du bleibst halt in deinem Gebiet, was Bleib du in gut meiner kannst, ne? Welt. Mhm. So, meine Welt. Ist so, das ist eine andere Welt. Sowas wie hier Broadcast und Podcast kenne ich ja auch nicht so richtig, weißt du? Das ist eher dann Kerems Welt. Wie hast du, Frage an Metin, wie hast du Kerem immer gesehen und gerade in Bezug auf vor allem, wie er sein Geld gemacht hat? Ich habe Kerem immer schon bewundert auch. Also, den habe ich immer bewundert. So wie er das Geld gemacht hat, fand ich jetzt, dass da noch viel mehr ging, würde ich sagen. Also, und bin aber auch stolz auf den. Der hat sich ja auch sehr gemacht, auch geschäftlich und so. Checkt auch viel mehr. Steuern, alles drum und dran. Der hat viel dazugelernt auch. Also das kann ich dazu sagen. Der wusste früher auch nicht, was Umsatzsteuer ist, wenn er es abführen muss beim Finanzamt. Das ist gar nicht unser Geld. Ne? Das ist ja, gehört direkt dem Staat. Ja, der hat sich auf jeden Fall auch gemacht. Muss ich echt sagen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen dazu beigetragen, ich weiß nicht. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Erst auf mal jeden so Fall richtig viel Steuern zahlen musst, manchmal, ey, die wollen mich abziehen, sag Ja. ich so. Und der sagt, du Idiot, das Also ist Umsatzsteuer. Einkommensteuer. Die musst du abdrücken. Das ist gar nicht unser Geld. Und ich sage, ey, Aber das haben hatte die ich am Anfang auch. wollen die mich Ich habe beklauen, gedacht, das ist Alter? mein Geld. Also Ja. damals in der Selbstständigkeit, wo ich angefangen habe. 30.000 Euro, dachte ich, das ist mein 30. Nee, 19% gehören erstmal dem Staat. Mhm. Dann kommt noch mal die Einkommensteuer runter, dann kommt das runter, das runter. Und ich dachte, aber das lernt man dann halt irgendwann, ne? Und das ziehst du auch direkt jetzt ab. Also du siehst das Brutto ja gar nicht, netto Mhm. nur. Also du hast das Wissen genommen, was du dir angeeignet hast und hast es direkt auf beide verteilt. Ja, der bekommt das ja auch mit, wenn wir tagtäglich mit einer abhängen. Und dann hört er ja auch viel und dann bekommt er das automatisch mit. Ich glaube, mittlerweile, der kennt sich auch ein bisschen mit Immobilien aus. Ja, Geht mit- ja auch gar nicht anders. Doch, auf jeden Fall. Ja. Ja, du bist dann irgendwann auch so reingewachsen, Kerem, ne? Erstmal von Straße zu Kampfsport und dann bist du ja auch irgendwann ein Businessman geworden. Ja. So ist Ja, doch schon. Das kann man so sagen, ja.
Wie ist es, das alles so für dich, das alles unter einen Hut zu bringen? Kampfsport, Mittlerweile jetzt Business. ist das top. Jetzt habe ich ein gutes Team um mich herum. Mhm. Aber vorher war Katastrophe. Alter, Ja. ich habe mich um meine Sponsoren selber gekümmert. Ich habe mich links, rechts, Geld. Dann bist du noch Profisportler. Dann, das ist zu viel. Ja, Weißt du, das was ist ich echt meine? hart. Und dann, das war viel zu viel Stress und Druck auf mich so. Oh, Aber jetzt mittlerweile habe ich ein gutes Team. Er zum Beispiel macht meine ganzen bürokratischen Sachen, hilft er mir, macht Ja. links und rechts. Dann habe ich Rechnungen jetzt und den so. Marvin, habe ich jetzt hier als Neuestem, der unterstützt mich auch. Bei mir ist das auch so, ich kann keinen Stress, das ist das. Ich bin überhaupt nicht stressresistent so. Mhm. Boah, bei mir, ich krieg direkt, es wird mir zu viel. Bei mir ist komplett, ich kann Stress Ja, bei mir, manchmal Aber zeige ich dann so Rechnung, sagt er, das ist für mich ein Witz, Alter. Ne? Und Also bei ein mir Jahr, ist das zu viel. seine Rechnung für ein Jahr, die mache ich dir in 3 Stunden. Seine ganze Buchhaltung Mhm. von ein Jahr. Also das ist für mich gar nichts so. Ist easy. Mach Und für das kann ich das. zum Beispiel gar nicht so, weißt du, was ich meine? Und deswegen, ich bin Sportler, ich bleibe beim Ja. Sport, konzentriere mich auf meinen Sport. Fertig aus. Mhm. Genau. Dem Rest, deswegen habe ich ein Team um mich jetzt, ein gutes Team, denen ich vertraue, mit denen ich arbeiten kann. Die sagen, wie findest du das Genau. Angebot? Ich gucke da einmal rüber, ja, ist gut. Genau. Mehr nicht. Mehr will ich auch gar nicht mehr machen. Richtig so. Mhm. Na, sehr gut, da hast du dich halt hinentwickelt Ja. und Ja, da ja. habt ihr euch einfach beide Ja. entwickelt. Früher war ich ja Gewicht und selber Sponsoren suchen. Ja. Das ist so hart, Alter. Aber ja, muss auch jeder durch. Ja, als Ist Kampfsportler, die denken Ja. alle, boah, der verdient Millionen, Mhm. hat Millionen, ich habe einen Scheiß verdient. Was habe ich verdient? Ein paar Euros. Die Vorbereitung kostet das 10-fache. Ja. so. Mhm. Weißt du, jetzt verdiene ich ein bisschen. Ne? Aber komm erst mal dahin. Und da Das bin ich stimmt. selber wirklich dahin gekommen. Ja, ist ein langer Weg bis dahin. Jetzt kann ich Das mir kann ich aussuchen, unterschreiben. mit wem ich arbeiten will. Ja. Sponsoren, das. Jetzt kann ich entscheiden. Aber früher habe ich alles angenommen, was ging halt. Mhm. Jetzt sind die teilweise verwöhnt, nö, der ist hier, was? Ich habe alles genommen, was ein bisschen Kohle gebracht hat. Okay, Jungs, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für eure Insights, für die Stories, für das, was ihr mit uns, mit dem Podcast teilt. Habt ihr noch, vielleicht Metin, vielleicht hast du ja noch eine Message, die du den Leuten, den Jugendlichen da draußen mitgeben kannst? Genau, und Message an die Jugend oder an die Leute, die uns zugucken oder Kedem zugucken. Was ich gelernt habe, harte Arbeit, ehrliche Arbeit zahlt sich am meisten aus und dieses ganze Kriminelle und dies und das bringt gar nichts, diese ganzen Gangsterfilme bringen gar nichts. Am Ende leidet ihr, eure Familie und ich empfehle jedem wirklich, seine Passion zu finden, Erfolgserlebnis zu haben und sein Ding durchzuziehen, egal was der macht. Danke. Sehr, sehr gute Worte auf jeden Fall. Ja. Gerade die Entwicklung, die ihr gemacht habt, ne? Deswegen Ja. kann man sich da auf jeden Fall was abschauen. Ja. Gut, gehen wir rüber zu den Zuschauerfragen. Vielen lieben Dank an die Leute, die die Zuschauerfragen gestellt haben. Auf jeden Fall immer weiter fleißig stellen, weil die Jungs die Fragen immer beantworten werden. So, Frage Nummer 1 von 05kan-trk11. Von nichts zu alles. Wie fühlt sich das an? An mich? Kannst du gerne beantworten, ja, bitte. Meistens merkt man das gar nicht, wie erfolgreich man selber ist. Also was heißt erfolgreich? Liegt im Auge des Betrachters, aber meistens merkt man das gar nicht selber. Man hat sich als Kind ein Ziel gesetzt, sagen wir mal 5.000 Euro im Monat, dann erreicht man das Ziel und dann setzt man sich auf einmal 20.000 im Monat und dann erreicht man das Ziel, dann sagt man 50.000 im Monat, erreicht man das. Man bekommt es gar nicht mit, so als selber bekommt es man gar nicht mit und wenn man sich auf jeden Fall alles sofort kaufen kann jetzt, aber es ist ein gutes Gefühl. Ich weiß natürlich, wie die Tage sind, wo man keine Geld für eine Pizza hatte. Es ist ein gutes Gefühl. Es ist ein beruhigendes Gefühl auf jeden Fall. Also erfolgreich zu sein. Mhm. Gerade weil du auch wirklich nichts hattest oder ihr nichts hattet, ne? Es ist schön, wenn man seiner Familie helfen kann. Das eher solche Sachen, finde ich. Ne? Mhm. Seiner Schwester, seinem Bruder, seiner Mutter. Das ist ein gutes Gefühl. Lieber geben als nehmen. Viel besser, ja. Nichts gesehen von diesen Games. Ja, nix. Ich habe noch gar nichts gesehen hier, Kollege. Ja, der braucht ja auch nichts. Wie siehst du das? Wie ist das für dich von Ja. nichts zu alles? Wie er sagt, man bekommt das selber gar nicht mit. Man ist dann, was mir auch aufgefallen ist, man ist dann zu schnell, was heißt, man weiß das nicht zu schätzen, aber Ja, damals hättest du, wie der sagt, ey, 5.000 im Monat, boah, Alter, ich dachte, ich wäre der reichste Typ der Welt. Dann denkst du dir heute 5.000. Du gewöhnst dich schnell an eine Sache, aber das Einzige, was bei mir ist, ich habe kein Geld in meinem Herzen. Ich liebe kein Geld. Das beruhigt mich nur. Das ist gut, dass man das hat. Man hat so ein bisschen Ruhe, denkt man sich so.
Aber ich trage das nicht in mein Herzen. Ich bin kein gieriger Mensch. Jeder, der mich kennt, Metin, weiß genau, wenn ich habe, ich teile sehr gerne. Wirklich jetzt. Ja. Ich teile sehr gerne. Und was ich immer wieder sagen kann, die Leute, die das haben, die das können, spendet. Was schadet euch? Hier, Mavento für 1000, 1500 Euro einen Brunnen bauen zu lassen, wo du 300, 400 Menschen helfen kannst. Seid nicht gierig, Alter. Ihr geht in den Club, lässt ihr auch an Taui da. Geht irgendwo hin, unnötige Sachen lässt ihr auch. Ja, ist ja wirklich so. Das tut denen noch weh. Die sagen, ey, 1000 Euro. Aber Businessfliegen für 2,5 tut nicht weh. Ja. Irgendwelche Weiber beeindrucken, die ihr nicht kennt, teuer essen gehen, zahlt ihr auch 300 Euro. Nimm dein scheiß Geld. Sogar mit deinen ganzen Kollegen, jeder, wenn ihr nicht habt, tut ihr 50, 100 Euro, baut einen Brunnen, was ihr für euer Leben lang habt. Ja. Weißt du, was ich meine? Auch zurückgeben. Das meine ich, kein Geld zum Herzen tragen. Das ist sehr wichtig. Und das haben wir beide gelernt. Und wenn du das drauf hast, so ist das, Allah gibt dir das 100-fache zurück. Ja. Aber irgendwo kommt immer wieder was Neues rein. Da kommt wieder ein neues Angebot, dann ruft mich Marvin an, Kerem hier, ich habe wieder hier was Kommt Fettes. alles Gute wieder zurück. Dann kommt Metzen und sagt, ich habe was Fettes hier. Und es kommt immer wieder zurück. Ja. Positives Deswegen Karma. seid keine Geier. Ja, wie du immer sagst, da kann ich dich nur zitieren, stay humble. Stay humble, ja. Und nicht so abdriften. Ja. Weißt du, was ich meine? So, für was? Heute sind wir da, morgen sind wir unten. Ja. Das geht Und ganz jetzt schnell. Diese Ich Show weiß, wie machen. das ist. Und außerdem, Leute, die damit prahlen, das sind Penner, Mann. Weil die Leute, die haben, zeigen das nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Ja, Zum Beispiel, ihr könnt jeden Tag mit Scheinen um sich darum wählen. Für was? Das ist doch lächerlich, Mann. Ja. Lieber so. So kommt noch cooler. Das Motherfucker. Ja. Er geht, wie gesagt, mit Jogginganzug heutzutage zu Notarterminen. Das ist ein Statement genug. Das ist noch cooler, anstatt der rumprahlt. Hier, ich habe Geld hier und so. Ja. Understatement. Ne? Anderes Statement. Ja. So ist das, so sehe ich das. Ja, geil. Das hat man sich aber dann auch erarbeitet, ne? Ja. Also, wie du sagst, der Geld hat, der zeigt es nicht. Ja, danke für eure Ehrlichkeit und Offenheit. Eine Zuschauerfrage haben wir noch, und zwar von A_OEZZ4. Vielen lieben Dank für deine Frage. Und zwar, was war die schwierigste Phase von den jeweiligen Seiten? Was sieht dein kleiner Bruder am meisten an dir, wenn du sein Vorbild bist? Also er ist sehr wirklich sportlich und so, das ist alles schön und gut und so, aber das ist vergänglich alles, ne? Für mich wirklich am meisten Inspiration ist für mich, Kerem wieder zu seiner Familie steht. Also dass Kerem ein Familienmensch ist. Das inspiriert mich am meisten an Kerem und das bewundere ich am meisten. Nicht seinen Sport. Sogar wenn der morgen UFC Champion wird mich das nicht bewundern, was Kerem so privat für ein Mensch ist. Was für einen guten Charakter der hat und was für ein Familienmensch das ist. Das ist das meiste, was ich an Kerem bewundere. Ja, Super. kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Ja. Vielen lieben Dank an Metin, dass du hier warst, dass du die Einladung angenommen hast, dass wir dieses coole Gerne. Gespräch führen konnten. Dass ich die Zeit gefunden habe. Dass du die Zeit gefunden hast, hier für uns, extra für uns das Ganze gemacht zu haben. Ehrlich. Vielen Dank an dich, Kerem. Meine Gage überweist mir dann, ne? Gleich bereite ich. Weil wir, deswegen, da waren viele Anfragen. Boah, Ich hab sehr viele Anfragen Drake gehabt. wollte kommen. Drake wollte mich. Drake. Alle wollten ihn Kardashian, haben. alle Deswegen. wollten mich Die haben. Kardashians, der ist jetzt hier hingekommen. Deswegen müssen wir Smash den danken. Brothers. Hatten wir die Ehre als Smash Brother. Ich sage von meiner Seite aus, Peace out. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das letzte Wort überlasse ich gerne den Jungs. Abonniert auf jeden Fall. Danke nochmal für euren Support. Abonniert den Kanal Smash Brothers. Kommentiert was ihr. Stellt eure Fragen in die Kommentare. Und wie immer, danke euch für die ganzen Support, für die ganze Liebe, Friends. Euer Kerem Metin Engisek. Peace out. Ciao, ciao. Hat einfach meinen selben Nachnamen. Voll komisch. Metin Engisek. Ganz komisch. Ja. Ja? Meine Firma ist auch so wie du. Ja, ne, wie ich Engisek heiße. Immobilien. Nicht Kerem Engesek im Moment. Ja. Danke, ciao. Ciao, ciao. Peace.